Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum scheinen so viele Menschen gefangen in Oberflächlichkeit, in Ablenkung, in endlosem Lärm, während gleichzeitig Wissen, Tiefe und echte Weisheit seltener denn je sichtbar sind? Schau dich um. Endlose Feeds, pausenlose Bilder, Clips, Schlagzeilen. Alles glänzt, alles blinkt, alles schreit nach deiner Aufmerksamkeit. Doch was bleibt am Ende eines Tages wirklich in deinem Geist hängen? Meistens nicht viel. Ein vages Bild, ein kurzer Witz, ein Streit, den du schon wieder vergessen hast. Wir leben in einer Zeit, in der Informationen unendlich sind, aber Bedeutung selten. In einer Ära, in der du 100-mal am Tag scrollst, aber kaum noch weißt, was du überhaupt gesehen hast. In einer Welt, in der du permanent mit Eindrücken gefüttert wirst, während dein Inneres verhungert. Die erste Illusion ist, Zugang zu Wissen bedeutet nicht, dass du wissend bist. Du trägst die Bibliothek der Menschheit in deiner Tasche, aber die meisten benutzen sie nicht wie eine Bibliothek, sondern wie eine Spielhalle. Die Frage lautet, benutzt du sie oder benutzt sie dich? Von klein auf wurdest du geformt, nicht um unabhängig zu denken, sondern um dich anzupassen. Die Schule brachte dir bei, Antworten auswendig zu lernen, nicht Fragen zu stellen. Das System belohnte Gehorsam, nicht Kreativität. Du solltest stillsitzen, zuhören, wiederholen, nicht riskieren, nicht widersprechen, nicht anders sein. Und genau da beginnt das Muster. Ein Leben, das nicht auf Neugier basiert, sondern auf Anpassung. Ein Geist, der nicht forscht, sondern konsumiert. Später kam die nächste Stufe, Ablenkung im Überfluss. Was du nicht in der Schule gelernt hast, lernst du auf Social Media und oft ist es noch gefährlicher. Dort wirst du nicht für Wahrheit belohnt, sondern für Klicks. Nicht für Tiefe, sondern für Lautstärke. Nicht für Echtheit, sondern für Inszenierung. Du siehst Gesichter, Filter, Körper. Aber was siehst du nicht? Den Schmerz hinter den Lächeln. Die Leere hinter den perfekten Bildern, die Abhängigkeit hinter der Fassade von Freiheit. Das ist die neue Erziehung, nicht mehr durch Bücher und Lehrer, sondern durch Algorithmen. Und diese Algorithmen haben nur ein Ziel, dich länger festzuhalten, dich länger zu füttern, dich länger zu kontrollieren. Aber was kostet dich das alles wirklich? Es kostet dich nicht primär Geld, es kostet dich Zeit. Es kostet dich nicht Klicks, es kostet dich Leben. Jede Stunde, die du scrollst, ist eine Stunde, die du nicht erschaffst. Jeder Abend, an dem du betäubt vor dem Bildschirm einschläfst, ist ein Abend, an dem du nicht nachgedacht hast. Jeder Tag, an dem du 100 Eindrücke konsumierst, ist ein Tag, an dem du keinen einzigen eigenen Gedanken geformt hast. Viele sagen, ich konsumiere freiwillig, ich entscheide, was ich anschaue. Aber stimmt das? Schau genau hin. Der Algorithmus entscheidet, welche Videos er dir zeigt, welche Beiträge in deinem Feed erscheinen, welche Schlagzeilen du siehst. Deine freie Wahl ist eine vorgeschnittene Liste. Es ist wie ein Menü in einem Restaurant. Du wählst zwischen A und B, aber wer hat die Karte erstellt? Stell dir deinen Tagesablauf vor. Du wachst auf und greifst zum Telefon. In den ersten 10 Minuten siehst du mehr Gesichter, Bilder und Nachrichten als deine Vorfahren in einem ganzen Jahr. Mittags schaust du nur kurz in den Feed und verlierst 20 Minuten. Am Abend zur Entspannung Serien, Clips, noch ein paar Reels. Ehe du dich versiehst, ist der Tag vorbei. Und am Ende? Welche Erkenntnis hat dich wirklich verändert? Welcher Gedanke hat dein Handeln gelenkt? Welche Entscheidung hast du bewusst getroffen? Häufig lautet die Antwort keine. Verstehe eines, dein Geist ist nicht neutral. Er ist formbar. Alles, was du ihm zuführst, wird zum Material für deine Identität.
Wenn du Chaos zuführst, wirst du innerlich chaotisch. Wenn du nur Belangloses konsumierst, wirst du belanglos denken. Wenn du immer abgelenkt bist, wird Konzentration unmöglich. Das Ergebnis ist sichtbar. Eine Gesellschaft voller Menschen, die alles sehen, aber nichts verstehen. Menschen, die alles kommentieren, aber nichts erschaffen. Menschen, die alles liken, aber nichts leben. So wird der Alltag zum Nebel. Du bewegst dich, aber du weißt nicht wohin. Du siehst Bilder, aber du erkennst keine Zusammenhänge. Du bist beschäftigt, aber du bist nicht bewusst. Und das Tragische ist, viele halten diesen Nebel für normal. Sie kennen gar kein anderes Leben. Sie glauben, so müsse es sein, weil alle um sie herum denselben Weg gehen. Doch tief drinnen ahnen sie, das ist nicht Leben. Das ist nur Ablenkung im Dauerloop. Hier liegt die Wahrheit. Ablenkung ist kein Zufall. Ablenkung ist ein Werkzeug. Ein abgelenkter Mensch stellt keine Fragen. Ein abgelenkter Mensch gehorcht leichter. Ein abgelenkter Mensch kauft, klickt, konsumiert ohne Widerstand. Wem nützt die Ablenkung? Die Welt, wie sie ist, profitiert von deiner Unaufmerksamkeit. Mächtige Systeme, politisch, ökonomisch, medial, wissen, wenn dein Geist beschäftigt ist mit Belanglosem, wirst du nicht gefährlich. Gefährlich im besten Sinne ist ein Mensch, der kritisch denkt. Einer, der Muster erkennt. Einer, der sich nicht einlullen lässt. Darum wirst du gefüttert mit Inhalten, die keine Tiefe haben. Darum wirst du bombardiert mit Trends, die morgen schon vergessen sind. Darum wird dir beigebracht, immer beschäftigt, aber nie bewusst zu sein. Schon in der Schule beginnt dieses Muster. Du lernst, auswendig zu wiederholen, nicht kreativ zu kombinieren. Du lernst, Anweisungen zu befolgen, nicht eigene Wege zu finden. Wer brav die Regeln befolgt, wird belohnt. Wer Fragen stellt, gilt schnell als Störenfried. Natürlich ist nicht jede Schule, nicht jeder Lehrer gleich, aber das Grundprinzip zieht sich durch viele Systeme. Anpassung statt Selbstdenken. So wächst eine Generation heran, die lieber korrekt ist, statt mutig anders. Medienhäuser tragen ihren Teil dazu bei. Schlagzeilen übertönen Analysen. Kurze Clips ersetzen lange Diskussionen. Komplexität wird auf Parolen reduziert, weil Parolen Klicks bringen. Eine echte Debatte erfordert Zeit, Geduld, Differenzierung. Aber wer hat noch Geduld für eine Debatte von 60 Minuten, wenn man in 30 Sekunden ein Dramavideo sehen kann? So gewinnt das Laute über das Wahre. Und dann sind da die Algorithmen. Sie kennen dich besser, als du dich selbst kennst. Sie wissen, wie lange du auf einem Bild verweilst. Sie wissen, welches Wort dich triggert, welches Geräusch dich fesselt. Sie wissen, welche Art von Konflikt dich wütend macht, und sie geben dir mehr davon. Nicht um dich zu befreien, sondern um dich zu binden. Nicht um dich klüger zu machen, sondern um dich länger online zu halten. Denn je länger du online bist, desto mehr Profit generierst du für die Maschine. Deine Aufmerksamkeit ist die Ware. Dein Klick ist das Produkt. Du bist nicht der Kunde. Du bist das Material, das verkauft wird. Das Resultat ist eine Gesellschaft, die ständig beschäftigt ist, aber selten bewusst. Eine Gesellschaft, die informiert scheint, aber kaum versteht. Eine Gesellschaft, die laut redet, aber wenig reflektiert. Und genau so wollen es viele. Denn eine abgelenkte Bevölkerung ist leichter zu regieren. Eine unkritische Masse ist einfacher zu kontrollieren. Eine Menge, die alles scrollt, aber nichts analysiert, stellt keine Gefahr dar. Dieses Muster der Ablenkung schafft etwas Neues: digitalen Analphabetismus. Ja, die meisten können lesen, aber die Fähigkeit, lange, komplexe Texte zu verstehen, schwindet. Ja, viele konsumieren Nachrichten, aber die Fähigkeit, Quellen zu prüfen und Zusammenhänge zu erkennen, geht verloren. Mehr Informationen bedeuten nicht mehr Wahrheit.
Im Gegenteil, je mehr Fragmente du konsumierst, desto weniger Kontext hast du. Dein Kopf wird voll mit Bruchstücken, die keinen Rahmen bilden. So entsteht der Eindruck, informiert zu sein, obwohl man in Wirklichkeit nur Fetzen besitzt. Du kennst vielleicht das Gefühl. Du liest 10 Schlagzeilen, siehst 20 Clips, aber wenn dich jemand fragt, was bedeutet das, fehlen dir die Worte. Das ist kein persönliches Versagen, es ist das Design des Systems. Während die breite Masse in kurzen Reaktionen lebt, existiert eine kleinere Gruppe, die langfristig denkt. Eine Elite, die tief liest, strategisch plant, analysiert und systematisch vorgeht. Sie nutzt die Ablenkung der anderen als Vorteil. Während Millionen im Nebel der Oberflächlichkeit scrollen, investieren andere in Bildung, in langfristige Projekte, in stille Vorbereitung. So wächst eine Kluft, nicht nur zwischen Reich und Arm, sondern zwischen reaktiv und reflektiv, zwischen Konsumenten und Gestaltern. Schau dir Märkte an. Viele Menschen reagieren impulsiv auf Schlagzeilen und verlieren Geld. Doch wer langfristig denkt, Strategien entwickelt und Geduld aufbringt, profitiert von den Fehlern der Impulsiven. Schau auf Politik. Die Masse debattiert über Skandale und Persönlichkeiten. Doch die wirklichen Entscheidungen fallen in Hintergrundgesprächen, in Ausschüssen, in jahrelangen Prozessen, die kaum jemand liest oder versteht. Schau auf Bildung. Viele verlassen die Schule mit dem Gefühl, genug gelernt zu haben. Doch die, die wirklich lesen, analysieren, sich weiterbilden, bauen still ihre Denkfähigkeit aus. Und genau sie sind es, die die Zukunft gestalten. Die breite Masse glaubt oft, wir haben doch dieselben Informationen. Formal stimmt das. Jeder kann ins Internet, jeder kann recherchieren. Doch der Unterschied liegt in der Tiefe der Verarbeitung. Zugang ist nicht gleich Verständnis. Lesen ist nicht gleich Denken. Daten sind nicht Wissen. So wird die Gesellschaft gespalten. Auf der einen Seite eine Mehrheit, die laut, emotional, aber manipulierbar ist. Auf der anderen Seite eine Minderheit, die leise, geduldig, analytisch denkt und dadurch Macht gewinnt. Es wäre zu einfach, nur die Eliten oder das System zu beschuldigen. Die Wahrheit ist, jeder trägt Verantwortung. Denn jeder entscheidet, ob er seine Aufmerksamkeit verkauft oder schützt. Jeder entscheidet, ob er im Nebel bleibt oder das Licht einschaltet. Und genau hier beginnt der Weg zurück, mit einer bewussten Wahl. Die Welt ist, wie sie ist. Aber du musst nicht bleiben, wie du bist. Du bist nicht gezwungen, ein Produkt des Algorithmus zu sein. Du bist nicht verpflichtet, deine Gedanken aus zweiter Hand zu beziehen. Du bist nicht verdammt, nur Zuschauer deines eigenen Lebens zu sein. Die erste Revolution beginnt nicht draußen, sie beginnt drinnen. Nicht im System, sondern im Kopf. Nicht mit Gewalt, sondern mit Klarheit. Frage dich, was lasse ich täglich in meinen Geist hinein? Welche Stimmen höre ich und welche überhöre ich? Wofür benutze ich die Werkzeuge, die ich habe? Dein Telefon kann dich versklaven oder es kann dich befreien. Es kann dich betäuben oder es kann dich wecken. Es kann dich isolieren oder es kann dich verbinden mit Ideen, die größer sind als du selbst. Alles hängt davon ab, wie du entscheidest. Und diese Entscheidung musst du nicht morgen treffen, sie beginnt jetzt, in diesem Moment. Erwarte nicht, dass die Veränderung sofort gigantisch ist. Fang klein an. Plane feste Zeiten ohne Social Media. Lies täglich 20 Minuten ein Buch, das Tiefe hat. Mach dir Notizen, reflektiere. Führe Gespräche, die über Oberflächliches hinausgehen. Solche Routinen mögen unspektakulär wirken, aber sie sind mächtig. Sie sind die Bausteine für ein anderes Leben. Wenn du beginnst, regelmäßig längere Texte zu lesen, formst du deine Konzentration neu.
Wenn du beginnst, Fragen zu stellen, schärfst du deinen Verstand. Wenn du beginnst, deine Aufmerksamkeit zu schützen, stärkst du deine Freiheit. Versuch nicht, diesen Weg ganz allein zu gehen. Suche dir Menschen, die ebenfalls bewusst leben wollen. Teile Bücher, tausche Gedanken, inspiriere einander. Eine Gemeinschaft von Fragenden und Denkenden ist ein Schutzschild gegen die Verführung des Banalen. Und vergiss nicht, auch wenn es manchmal einsam wirkt, weil die Mehrheit im Nebel lebt, du bist nicht allein. Überall gibt es Menschen, die sich weigern, gedanklich als Vieh behandelt zu werden. Überall gibt es Menschen, die tiefer denken wollen, die klarer sehen wollen, die mutiger handeln wollen. Wahrheit entfaltet ihre Kraft langsam. Wie ein Baum wächst sie nicht in einem Tag, sondern in Jahren. Wenn du Geduld hast, wenn du täglich einen Schritt gehst, wirst du eines Tages zurückblicken und erkennen, du hast dein Leben wirklich verändert. Vielleicht wirst du nicht sofort die Welt ändern, aber du wirst deine Welt ändern. Und genau das ist der Anfang. Die Welt ist laut, chaotisch, oberflächlich. Aber inmitten dieses Lärms kannst du still werden. Du kannst wählen, was du denkst, was du glaubst, was du erschaffst. Und wenn genügend Menschen das tun, verändert sich nicht nur ihr eigenes Leben, dann verändert sich die Welt. Denn die Welt ist, wie sie ist, weil wir sind, wie wir sind. Und sie wird sein, was sie sein kann, wenn wir werden, was wir werden sollen. Also sage es dir selbst immer wieder: Ich weigere mich, geistig als Vieh zu leben. Ich bin mehr als ein Konsument. Ich bin ein Schöpfer. Ich bin ein Denker. Ich bin ein Mensch, frei und bewusst.